Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Wieder ein traumhafter Tag heute. Ich war heute früh schon ein bisschen am Basteln, habe an meinem Sonntag an Bad schon wieder ein bisschen was angebaut und verändert. Zeige ich euch gleich. Ich fahre noch eine Runde, will nachher auch noch eine kleine Testfahrt damit machen, ob sich das Fahrverhalten geändert hat. Und ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier irgendwo mal ein Plätzchen finde, wo ich euch meinen neuen Umbau zeigen kann. Wahnsinnswetter heute, 18 Grad. Und solche Tage nutze ich natürlich gleich aus, um mich aufs Zweirad zu schwingen. So, hier ist es, das Ergebnis meiner Umbauarbeit von heute früh. Ich habe mir ein paar Seitenkoffer noch angebaut, und zwar von Schatt, die SH23. Sind wasserdicht, kann man schnell an- und abbauen, passen sehr gut, finde ich, zur Optik jetzt dazu mit dem GV Topcase, was ich hinten wieder dran habe, was ja auch diese silbernen Applikationen hat. Genauso ist hier ein silberner Deckel oben drauf, passt also schön zur Gesamtfarbe. Und ich habe noch ein bisschen zusätzlichen Stauraum, wenn man also mal zu zweit fährt. Sicherlich eine tolle Sache, nochmal 46 Liter Stauraum zu dem, was sowieso schon da ist, also 50 Liter unter der Sitzbank und hinten 58 im Topcase drin. Komme ich also jetzt insgesamt knapp über 150 Liter Stauraum. Das sollte für auch eine längere Tour mal reichen. Die Tour nach Monaco habe ich ja letztendlich nur gemacht mit einer großen Tasche hinten drin und einer Tunneltasche. Hat auch gut funktioniert. Wenn man zu zweit fährt, wäre es natürlich ganz gut, wenn man noch ein bisschen mehr hat. Denn die Sozia möchte natürlich auch noch ein bisschen Gepäck mitnehmen, und dafür sind dann die Seitenkoffer recht praktisch. Da kriegt man eine Menge rein. Ansonsten kann man hier auch Sachen reinmachen, wo man schnell mal ran muss. Es gibt für den Sonntag auch solche Halterungen für die Seite, wo man dann Packtaschen festmachen kann. Ich finde die mal ein bisschen praktischer. Die sind abschließbar, da kann keiner ran, da kann man seine Sachen drin lassen. Bei Taschen, die sind schnell mal oben aufgemacht und dann kommt man ans Innere ran, wenn man mal irgendwie an einer Raststätte ist oder so. Das ist eine sichere Sache hier, abschließbar, wasserdicht, schnell ab- und anzubauen, also eine sehr praktische Sache, und ich finde, die sehen von der Optik ganz gut aus. Wenn man das Ganze jetzt so im Gesamtbild sieht, ist es natürlich jetzt wirklich ein Riesenschiff. Ich zeige euch das Ganze gleich auch mal von hinten. Er wird natürlich jetzt auch ein bisschen breiter, also hinten ist er jetzt breiter, würde ich mal sagen, als der Lenker. Man muss jetzt natürlich beim Filter ein bisschen aufpassen, der ist hinten breiter als der Lenker, also nicht mehr ganz so flexibel im Stadtverkehr, aber ist ja auch eher für Touren gedacht, dass man auf Reisen jetzt hinten noch ein bisschen mehr Stauraum hat, und da finde ich, sieht es ganz okay aus. Ja, ich finde, es passt trotzdem noch sehr gut zur Optik. Fügt sich ganz schön mit ein. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, wie es von der Optik ist. Ist natürlich jetzt wirklich ein Riesenschiff geworden. Das ist jetzt die Rückansicht. Sieht also wirklich schon relativ monströs aus, das Ganze. Also die laden natürlich schon ein bisschen aus. Die Halterungen sind aber sehr stabil. Auch die zeige ich euch gleich mal im Detail. Jetzt zeige ich euch mal die Seitenkoffer selbst. Öffnen, also wirklich simpel. Schlüssel rein, umdrehen. Dann ist hier hinten an der Ecke hier so eine kleine Lasche. Da kann man das dann schön hochziehen, das Ganze. Der Koffer hat hier so ein Kunststoffkabel, damit der Deckel jetzt nicht ganz umklappt. Und dann kann man das Ganze sehr schön hier von oben beladen. Ist auch relativ groß innen drin. So sieht das Ganze jetzt innen drin aus. Also wirklich viel Platz. 23 Liter. Kriegt man also schon noch mal eine Menge mit rein. Der Mechanismus, um jetzt die Seitenkoffer abzunehmen, ist auch recht simpel. Hier ist so ein kleiner Schieberegler. Den schiebe ich einfach nach hinten. Dann kann ich hier hinten anheben und den Koffer komplett abnehmen. Hier vorne ist so eine Nut, die geht dann hier vorne rein. Dann wird der Koffer einfach von hier oben reingedrückt. Den Schieberegler nach hinten, nach oben reindrücken. Hier oben steht auch Press. Und dann das Ganze wieder hier reindrücken und der Koffer sitzt wieder einwandfrei. Klappe zu, zumachen und fertig. Ich zeige euch jetzt mal die Halterung, wie die am Roller befestigt ist. So, einfach mal den Koffer abnehmen. So, das ist jetzt die Halterung für die Schatt-Seitenkoffer. Die habe ich bekommen bei Amazon, kommen irgendwie natürlich wieder mal aus China. Sind jetzt auch, wenn man es jetzt im Vergleich so zur Verarbeitung des Sonntags sieht hier, ja, das ist jetzt nicht so super top. Nicht sehr schön gemacht, ist schwarz lackiert.
aber jetzt nicht vom Allerfeinsten, also ja, auch nicht billig. Also ich habe über 200 € bezahlt für die Halterung. Es gibt aber auch nichts anderes, von daher war das das Einzige, was ich bekommen konnte. Diese Endstücken hier sind bei den Koffern mit dabei. Die werden dann einfach auf dieses Rohr raufgeschoben, von hinten verschraubt, sodass die also komplett fest sitzen. Und das ist dann dieser Mechanismus, wo das Ganze einrastet hier vorne. Die sind also beim Koffer mit dabei. Und ansonsten, ja, das Material, es ist schon alles sehr robust. Also hier kann man jetzt dran rütteln, da bewegt sich gar nichts. Befestigt ist die Halterung hier einmal an diesen beiden Schrauben. Das ist das, wo auch der Gepäckträger mit dran ist. Das ist sehr solide, da bewegt sich auch nichts. Also das ist extrem stabil. Der Gepäckträger ist ja hinten nochmal befestigt. Und die beiden Schrauben hier an diesem Haltegriff extrem stabil. Dann ist dieses Rohr hier an der Seite mit der Halterung hier vorne, ist dann mit 2 Schrauben hier unten befestigt. Das ist alles schon, ja, das ist gutes Material, das ist dicker Stahl. Dann ist hier vorne nochmal 2 Schrauben mit einer Längsstange, die dann runtergeht zur Fußraste, wird einfach an die Schraube der Fußraste mit rangeschraubt da unten, sodass dann hier vorne noch eine Verstärkung ist. Also da bewegt sich auch nichts, das Ding ist wirklich stabil. Aber man sieht schon, die Koffer haben ja innen drin so eine leichte Gummierung. Ja, dadurch, dass das hier alles nicht so schön lackiert ist, muss man da öfter mal putzen wahrscheinlich. Also diese Beschichtung hier, diese Farbbeschichtung, man sieht es schon, das ist so ein bisschen körnig. Das ist jetzt nicht so schön gemacht. Das ist jetzt also wirklich die einzige Halterung, die ich gefunden habe, wenn man sich Seitenkoffer anbauen möchte. Für diese Schuttkoffer, die SH23, es gibt noch größere, 36 Liter, aber dann, die wären zu breit. Also die laden dann so weit aus zur Seite, dann wird das wirklich fast schon ein zweispuriges Fahrzeug. Die Rücklichter, wenn jetzt der Koffer nicht dran ist, sind nach wie vor gut zu sehen. Denn die gehen ja bei dem Sonntag so ein bisschen seitlich rum. Das ist ganz schön. Dann sieht man das Brems- und Rücklicht auch von der Seite, nicht nur von hinten. Das ist ein guter Sicherheitsfaktor, gerade wenn man im Dunkeln fährt. Haben sie sehr schön gemacht. Und die sieht man, wenn die Halterung dran ist, auch noch sehr gut von der Seite. Wenn der Koffer dran ist. Dann natürlich der Nachteil, das sehen wir jetzt hier. Da ist nichts mehr zu sehen von dem Rücklicht. Also diese schöne Sichtbarkeit von der Seite ist dann weg. Natürlich hinten immer noch nach wie vor gut zu sehen. Aber von der Seite halt wirklich nur noch, wenn der Koffer dann auch abgebaut ist. Ja, den Link zu dieser Halterung für die Seitenkoffer für den Sontes 350e packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein, kriegt ihr bei Amazon. Auch die Seitenkoffer packe ich euch da mal mit als Link rein, falls ihr euch dafür interessiert, falls ihr auch einen Sontes habt. Was sehr schön ist, wenn man diese Koffer jetzt transportieren möchte, hier ist ja irgendwie jetzt kein Griff natürlich dran, aber hier vorne hat Schutt so eine Mulde eingebaut. An dieser Mulde kann ich jetzt hier schön reingreifen und kann dann den Koffer auch wunderbar tragen. Die wiegen fast nichts. Also wenn die jetzt leer sind, sind die extrem leicht, was natürlich ganz gut ist fürs Gesamtgewicht. Diese Stahlträgerkonstruktion, der Halter, der wiegt schon einiges. Also da ist schon wieder ein paar Kilo mehr drauf. Aber die Dinger hier sind super leicht und wie gesagt zum Tragen. Dieser Griff hier unten drunter, sehr praktisch, sodass man die auch, wenn man sie abnimmt, mal gut tragen kann. So, wieder eine kleine Umbaumaßnahme am Sonntag 350e. Jetzt hat er ein paar Koffer hinten dran. Für die nächste Reise in der Stadt nehme ich die natürlich ab. Da sind mir die wirklich ein bisschen zu breit hinten. Aber für eine Tour finde ich die super praktisch. Nochmal 46 Liter mehr Stauraum. Kann man also noch einiges unterbringen drin. Ansonsten ist er jetzt an sich ziemlich fertig. Also mit den Sturzbügeln vorne, Touringscheibe, das andere Topcase habe ich jetzt drauf, wobei ich noch nicht weiß, ob ich das dann für eine Tour nehme oder das aus Alu. Das ist ein bisschen stabiler. Dafür ist das hier wiederum leichter und sieht ein bisschen schicker aus, integriert sich ein bisschen mehr in die Optik des Fahrzeugs. Ich werde jetzt noch eine kurze Testfahrt machen. Ich will mal sehen, wie es sich fährt, wenn die Koffer da hinten dran sind, ob man das irgendwie merkt, so vom Windwiderstand, ob da irgendwie ein Unterschied ist. Die sind natürlich jetzt leer, da ist nichts drin. Wobei ich glaube, wenn Gepäck drin ist, ist es eher besser hier als da oben. Weil je tiefer das Gepäck sitzt, desto tiefer der Schwerpunkt, sollte also fürs Fahrverhalten eher besser sein, als wenn hier oben das Gewicht drin ist. Von daher kann man dann in die Koffer ein bisschen schwerere Sachen reinmachen und ins Topcase vielleicht die leichteren, dass der Schwerpunkt ein bisschen tiefer sitzt, was fürs Fahrverhalten besser sein sollte. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich jetzt eine Runde. Ich nehme euch noch ein bisschen mit, dann könnt ihr mit mir noch das schöne Wetter genießen. Und dann berichte ich euch bei der Fahrt, wie sich das Ganze fährt mit den Koffern, ob man die überhaupt merkt. Ach, bei dem Wetter macht es wieder richtig Spaß zu fahren. 19 Grad jetzt gerade, in der Sonne allerdings. Aber bei der Kälte, die wir hinter uns haben, ist das ja schon richtig angenehm. Ich werde natürlich demnächst auch mal eine Testfahrt machen, wenn die Seitenkoffer richtig vollgeladen sind. So leer sollten die natürlich jetzt, außer vielleicht bei der Windempfindlichkeit, jetzt keinen großen Einfluss aufs Fahren haben. Händigen merkt man jetzt überhaupt keine Unterschiede. Alles wie vorher.
Das Gewicht vom Sonntag ist jetzt natürlich ein bisschen höher. Also ich schätze mal, der wird jetzt schon so um die 210 liegen. Mit den Sturzbügeln vorne, Gepäckträger, die Halterung der Seitenkoffer, das Topcase. Alles in allem kommen da bestimmt 10, 15 Kilo mindestens dazu. Wird jetzt auch nicht unruhiger als vorher. Nun sind die Seitenkoffer ja auch so ein bisschen aerodynamisch geformt. Die sind abgerundet, genauso wie das Topcase jetzt. Gerade das Topcase ist sicherlich besser geformt als dieses eckige Ding, was ich vorher dran hatte, der GV Tracker. Ja, und wenn ich jetzt hier zur Seite fasse, habe ich hier wirklich richtig an der Seite dick diese Seitenkoffer dran. Also hat mit Sicherheit jetzt mehr Windwiderstand als vorher, als er schön schlank war. Ja, und Stauraum sollte ich doch jetzt für jede Tour genug haben. Bisschen über 150 Liter Stauvolumen. Da kriegt man doch eine Menge mit, auch wenn man jetzt mehrere Wochen mal fährt. Alleine sowieso. Und jetzt reicht es auch wirklich, um mal zu zweit eine schöne Strecke zu fahren. Aber ich werde die natürlich nachher wieder abbauen. Das ist jetzt wirklich nur für Touren, wenn ich mal längere Strecken fahre. Dann kommen die ran. Dann kann man die noch schön vollladen, wenn man sie braucht. Wenn man sie nicht braucht, die Halterungen stören jetzt nicht so sehr, kann man dran lassen. Ja, und jetzt, wenn ich so bei 100 bin, merke ich jetzt wirklich keinen Unterschied zu vorher. Man wird es vielleicht in der Höchstgeschwindigkeit ein bisschen merken, da der Windwiderstand ja jetzt doch etwas größer ist. Das ganze Fahrzeug etwas breiter. Aber dafür sehr praktisch, abschließbar, wasserdicht. Man kann also das Gepäck auch mal drin lassen, wenn man jetzt an der Raststätte ist. Problem halt bei Taschen, deshalb fahre ich mit Taschen ungerne, weil ich ja meistens alleine fahre und dann heißt es, wenn man mal an einer Raststätte ist, mal auf Toilette muss, dann muss man die ganzen Taschen abmachen und mitnehmen. Es sei denn, man hat jemanden, der mal ein Auge drauf wirft, aber da ist halt auch schnell mal eine Tasche aufgemacht, abgemacht oder weggemacht. Und mit Koffern geht es natürlich auch, klar, knacken kann man alles, aber da fällt es dann ein bisschen schwieriger schon. Das würde man dann schon sehen, wenn da jemand die Schlösser aufbricht und das Ganze dann versucht abzumachen. Also alles in allem eine gute Investition. Zum Preis vielleicht noch, also die Halterung hat, glaube ich, 210, 218 Euro gekostet. Die Koffer habe ich bekommen für 190. Die sind jetzt also wirklich nicht so teuer. Die Halterung war tatsächlich teurer. Aber man hat jetzt so für roundabout 400 Euro wirklich ein gutes Koffersystem an der Seite dran. Schottkoffer sind ja auch gut verarbeitet, ähnlich wie GV. So, die Testfahrt ist bestanden. Ich habe jetzt nichts Negatives gemerkt. Also ist beim Handling genauso. Bei der etwas höheren Geschwindigkeit merkt man jetzt auch nichts groß. Also vielleicht bei starkem Wind, dass er da vielleicht von vorne natürlich ein bisschen mehr einfängt durch die Koffer. Aber die sind aerodynamisch gut geformt. Sollte jetzt kein Problem sein. Und der Schwerpunkt ist schön tief, wenn die vollgeladen sind, also schön weit unten. Von daher glaube ich ein ganz gutes Upgrade, wenn man jetzt ein bisschen längere Touren machen möchte. Bin ich also sehr zufrieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn ihr fahrt, fahrt bitte vorsichtig. Wetter ist traumhaft, genießt es. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.